Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ellie Handmade. Heute möchte ich mit euch so eine Tasche häkeln mit sehr interessanten und stabilen Muster. So sieht die Tasche von innen aus. An jeder Seite habe ich einen Karabiner befestigt und die bekommt noch einen Taschengurt. Alle Materialien, die ich für diese Tasche verwendet habe, werde ich im Infobox für euch aufschreiben. Auf dieser Stelle wünsche ich euch viel Spaß, die Tasche zu häkeln. Wir beginnen mit der Luftmaschenkette und machen 21 Luftmaschen. Die erste Luftmasche zählen wir mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter, dass man 21 Luftmaschen hat. 21 Luftmaschen sind jetzt fertig. Jetzt beginnen wir mit der ersten Reihe und häkeln 20 feste Maschen. Die erste Luftmasche lassen wir aus und bei der zweiten beginnen wir und häkeln eine feste Masche. Und in dieser Reihe häkeln wir dann 20 feste Maschen. Die 20. Masche häkeln wir in die erste Luftmasche. Die Reihe Nummer 1 ist beendet. Wir beginnen mit der Reihe Nummer 2. Und diese Reihe ist schwer zu häkeln. Deswegen passt bitte genau auf. Ich wende jetzt die Arbeit so, dass diese Kette nach unten guckt und da, wo die Luftmaschenkette war, nach oben guckt. Diese Reihe wird so gehäkelt. Wir gehen an der hinteren Lasche von dieser Kette mit der Häkelnadel durch. Und da, wo die Luftmaschenkette war, gehen wir mit der Häkelnadel durch. Also einmal so und einmal so. Und häkeln dann diese beiden Seiten mit den Festmaschen zusammen. Wir müssen in dieser Reihe Anfang der Reihe und am Ende der Reihe Zunahmen machen. Und wir häkeln immer so, dass wir am Anfang der neuen Reihe keine Luftmaschen machen. Wir lassen dann auch eine Masche aus und beginnen immer bei der zweiten Masche an der hinteren Lasche. Also eine Masche auslassen, bei der zweiten Masche anfangen. An der hinteren Lasche gehen wir mit der Häkelnadel durch. Da, wo das Endstück ist, hier ist die erste Lasche, die lassen wir aus und gehen mit der Häkelnadel hier durch. Also erste Masche auslassen, bei der zweiten an der hinteren Lasche durch, hier eine Lasche auslassen und da ich ja auch das Endstück verstecken möchte, reinhäkeln möchte, muss ich ja später das nicht verstecken, lege ich diesen Endstück hier so in der Mitte hin. Also diese Lasche auslassen, da wo das Endstück rausguckt, an der nächsten Lasche durch, Faden holen und so häkeln wir erste Masche. In die gleiche Einstichstelle machen wir die Zunahme, also noch eine Masche dazu häkeln.
Gehen weiter, nächste Masche und unter diese Schlingen durch, Faden holen und die feste Masche häkeln. Nächste Masche, hintere Lasche, da wo die Luftmaschenkette war, an der Unterlaschen durchgehen, Faden holen und feste Masche häkeln. Wenn ihr die richtigen Laschen am Anfang ausgelassen habt, dann könnt ihr genau hier sehen, dass diese Schlingen gegenüber sind. Also hier und da. Wie ich schon gesagt habe, diese zweite Reihe, die ist am schwersten zu häkeln. Die nächsten Reihen werden einfach gehäkelt. Wir haben dann eine Zunahme gemacht, das Endstück hier mit reingehäkelt und häkeln dann weiter bis Ende dieser Reihe. Und die letzte Masche müssen wir auch verdoppeln. Also wir machen Anfang der Reihe und am Ende der Reihe immer die Zunahmen. Ich habe jetzt die ersten 2 Maschen verdoppelt, 17 einzelnen Maschen gehäkelt und die letzte Masche werde ich dann auch verdoppeln. Also einmal die feste Masche und in die gleiche Einstichstelle häkle ich noch eine feste Masche. Insgesamt haben wir 21 feste Maschen und am Ende jeder Reihe häkeln wir eine Randmasche. Hier könnt ihr sehen, ist eine Schlinge entstanden und unter dieser Schlinge häkeln wir die Randmasche. Beginnen jetzt mit der Reihe Nummer 3 und in dieser Reihe werden wir keine Zunahmen machen. Wir haben in der zweiten Reihe Zunahme gemacht und hier oben haben wir 2 Maschen mehr als hier unten. Das heißt, wir müssen in diese dritte Reihe die nächste Reihe auf den gleichen Stand bringen, dass wir oben und unten gleiche Anzahl von den Maschen haben. Und zwar eine Masche auslassen, in die nächste Masche unter der Schlinge durchgehen, unter diese Schlinge durchgehen und eine feste Masche häkeln. Nächste Masche unter der Schlinge und wir gehen wieder zurück, da wo, also an der unteren Schlinge zurück, da wo wir die erste Masche gehäkelt haben. So gleichen wir die ersten 2 Maschen, da wo wir die Zunahme genommen haben, also gleichen wir dann aus. Und dann häkeln wir weiter. Unter jede Schlinge, oben und unten eine
feste Masche häkeln. Ich bin am Ende der dritten Reihe angekommen und ihr könnt sehen, dass ich hier unten 2 Schlingen habe, 1 und 2, und hier oben nur eine. Und wir häkeln so, dass wir eine Schlinge und die Schlinge nehmen, häkeln wir dann die feste Masche zusammen, dann gehen wir die nächste Masche und in die gleiche Einstichstelle häkeln wir dann noch eine feste Masche. Wir haben wieder 21 feste Maschen und die Randmasche häkeln wir jetzt ab dieser Reihe immer unter diesen 2 Schlingen. Also 1 und 2, die sind an der Seite richtig gut zu erkennen. Und dann die Randmasche. Wir beginnen mit der Reihe Nummer 4 und hier machen wir wieder Zunahmen. Die erste Masche auslassen, bei der zweiten Masche anfangen, gehen unter diese Schlinge und diese Masche verdoppeln wir. Dann häkeln wir bis zu der letzten Masche 19 einzelnen Maschen. Am Ende der Reihe angekommen und ich muss die letzte Masche auch verdoppeln. Achtet bitte darauf, weil diese letzte Masche versteckt sich immer. Also die letzte Masche wird verdoppelt und insgesamt in dieser Reihe haben wir 23 Maschen und dann häkeln wir eine Randmasche unter diesen 2 Schlingen. Beginnen mit der Reihe Nummer 5 und diese Reihe wird genauso wie die Reihe 3 gehäkelt. Wir müssen dann die untere und die obere Reihe von den Maschenanzahl gleichen, weil wir unten jetzt 2 Maschen mehr haben und oben eine Masche weniger. Und zwar eine Masche auslassen, beginnen mit der zweiten an, gehen unter diese Schlingen durch, häkeln die erste Masche, dann von unten gehen wir unter die nächste Schlinge, gehen aber mit der Häkelnadel zurück da, wo die erste Masche gehäkelt war. So haben wir jetzt die Zunahme von der Vorreihe mit dieser Reihe, also der Anzahl von den Maschen ist jetzt bei uns oben und unten dann gleich. Dann häkeln wir bis Ende dieser Reihe in jede Masche eine Masche und lassen uns dann die letzten 2 Maschen aus und die zeige ich euch, wie die gehäkelt werden. Die letzten 2 Maschen habe ich hier unten und eine Masche oben. Wir nehmen eine Masche von unten und von oben, häkeln dann
eine feste Masche. Dann denkt dran, dass hier immer wieder am Ende eine Masche versucht sich zu verstecken. Da ist sie. Nicht, dass ihr aus Versehen die Schlinge nehmt. Okay, dann gehe ich unter diese Schlinge und gehe ich dann von der oberen Lasche mit der Häkelnadel nochmal durch und häkel die Masche. Und dann am Ende häkeln wir wieder die Randmasche. Wir haben 23 Maschen plus die Randmasche. Wir beginnen mit der Reihe Nummer 6 und machen wieder die Zunahme. Eine Masche auslassen bei der nächsten Masche, einstechen und feste Masche häkeln. Da machen wir wieder die Zunahme und häkeln jetzt bis zu der letzten Masche 21 Maschen. Also 21 einzelnen Maschen bis zu der letzten Masche häkeln. Bei der letzten Masche angekommen und die verdopple ich auch. Einmal und noch die zweite Masche. Jetzt habe ich 25 feste Maschen und dazu kommt noch die letzte Randmasche. Wir beginnen mit der Reihe Nummer 7 und hier müssen wir eine Reihe häkeln, dass wir die untere und die obere Reihe wieder gleichen, dass der oben und unten gleiche Maschenanzahl ist. Wir lassen eine Masche aus, beginnen mit der zweiten an, gehen unter diese Lasche und häkeln dann eine feste Masche, gehen in die nächste Masche und gehen einen Schritt zurück, wo die erste Masche gehäkelt war. So haben wir jetzt 2 Maschen oben und 2 Maschen unten. Und so häkeln wir bis Ende dieser Reihe, bis wir am Ende 2 Maschen von unten haben. Ich bin am Ende der 7. Reihe angekommen. Ich habe noch die letzten 2 Maschen. Die erste Masche und die letzte Masche von der unteren Reihe stecke ich unter der Lasche, da wo die vorletzte Masche gehäkelt habe, von oberer Reihe. Jetzt habe ich insgesamt 25 Maschen plus die Randmasche. Ich habe auf dieser Stelle meine gewünschte Breite erreicht. Ich werde keine weiteren Zunahmen machen und ich häkle dann weiter noch 23 Reihen, dass ich insgesamt 30 Reihen habe. Wie habe ich die gezählt? Wir haben jetzt 7 Reihen gehäkelt und die zählen wir so. Ihr könnt hier sehen die Schlingen. Das ist eine Reihe. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. 7 Reihen haben wir schon gehäkelt. Wenn ihr wollt, dass eure Tasche ein bisschen breiter wird, könnt ihr weiterhin die Zunahmen machen, wie wir davor gemacht haben. Und dann müsst ihr gucken mit der
Höhe, ob es euch auch diese 30 Reihen ausreicht oder wollt ihr ein bisschen mehr Reihen nach oben gehen. Ich mache ja keine, also ab dieser Reihe mache ich 25 feste Maschenhäkel plus eine Randmasche. Also eine Masche auslassen und bei der nächsten Masche oben und unten beginnen zu häkeln und vergesst am Ende keine Randmaschen. So, wozu haben wir unsere Randmaschen gemacht? Ihr könnt hier an der Seite sehen, sind solche Schlingen entstanden. Wenn wir noch so ein Teil dazu häkeln und Seitenteil, dass wir die Teile miteinander am besten befestigen können. Okay, ihr häkelt jetzt in eure gewünschte Breite und Höhe. Ich habe jetzt mein Teil fertig mit 7 Reihen Zunahme und mit 30 Reihen nach oben gehäkelt. Wir können die zusammenzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Reihen sind jetzt fertig. Ihr könnt hier sehen, ist eine Stufe entstanden und die wollen wir gleich mit Kettmaschen verstecken. Wir beginnen wieder bei der zweiten Masche an, gehen von unten und nach oben und häkeln dann eine Kettmasche. Also von unten, von oben und eine Kettmasche häkeln. Ich habe jetzt 25 Kettmaschen gehäkelt. Angekommen da, wo die Randmasche ist. Ich gehe mit der Häkelnadel unter diesen beiden Schlingen, hole mir den Faden und ziehe durch alle 3 Schlingen durch. Schneide den Faden ab. Ziehe den Faden raus. Und dann ziehe den Faden hier einmal, also ich gehe mit der Häkelnadel unter diesen beiden Schlingen von unten nach oben, hole mir den Faden und ziehe das einmal nach unten. So habe ich jetzt diesen Faden hier einmal unten versteckt. So, jetzt verstecke ich diesen Faden unter diesen Schlingen. Habe mir jetzt eine kleinere Häkelnadel dazu genommen und ziehe Faden einfach so durch. So, ich glaube, ich ziehe das noch mal unter diesen Schlingen
So, und sieht es zu doll. So, einmal zurückziehen. So, und dann unter diesen Schlingen weiter durchziehen und Faden dann verstecken. Wenn der erste Teil fertig ist, muss noch der zweite Teil genauso gehäkelt werden. Also beide Teile müssen genauso lang und breit sein. Falls ihr zu Hause keine Lederklappe habt, müsst ihr dann noch einen zusätzlichen dritten Teil dazu häkeln und als Klappe an der Tasche zu verwenden. Ich habe Lederklappe und die werde ich dann für die Tasche nehmen. Und wir beginnen jetzt mit dem Seitenteil. 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Erste Reihe häkeln wir 7 Maschen zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir legen das Endstück hier in der Mitte rauf und beginnen mit der zweiten Masche an, also eine Maschen auslassen an der hinteren Lasche. Wie wir auch Vorderteil gehäkelt haben. Von hier lassen wir dann, da wo das Endstück rauskommt, die Lasche aus und mit der zweiten fangen wir an zu häkeln. Erste Masche, zwei, drei, vier, 5 und die letzte sechste Masche. Und die 6. Hier machen wir auch die Randmaschen. Hier könnt ihr sehen die Schlinge, unter diese Schlinge gehen und eine Masche häkeln. Arbeit wenden, eine Lasche auslassen und wir häkeln 6 Maschen wieder zurück. Hier bei der letzten Masche aufpassen, dass sie auch sich wieder zu verstecken möchte. Die 6. Masche. Hier sind jetzt an der Seite immer 2 Schlingen und unter diese Schlinge häkeln wir wieder eine Randmasche. Beginnen mit der
nächste Reihe an, eine Masche auslassen und häkeln dann 6 Maschen. Und die letzte Randmasche unter diesen 2 Schlingen. Und ihr häkelt bitte in die gewünschte Länge. Und ich sage ja auch gleich, wie viele Maschen oder wie viele Reihen davon geworden sind. Mein Seitenteil ist jetzt fertig und insgesamt habe ich 100 Reihen gehäkelt. Also ich habe ein Teil genommen und habe die Schlingen gezählt und von hier unten auch, die Seite auch, und insgesamt habe ich von hier bis dahin 50 solche Schlingen. Also auf den Seitenteil muss ich auch 50 solche Schlingen haben und insgesamt waren das 100 Reihen. Wir werden dann noch am Ende diese Stufe, die entstanden ist, verstecken, auch mit den Kettmaschen. Und hier am Ende gehe ich hier mit der Nadel durch und hole mir den Faden und lasse erstmal so. Der Faden lasse ich dran. Wir wollen dann gleich ein Teil dann an den Seitenteil befestigen. Jetzt wollen wir alle 3 Teile miteinander verbinden. Wir nehmen unser ersten Teil und hier könnt ihr gut erkennen, da wo die Stufe war. Mit dieser Seite legen wir das Teil nach unten. Dann nehmen wir unser Seitenteil und packen dann so rauf. Also hier an der Seite sind diese 2 Schlingen, wo wir immer diese Randmaschen gehäkelt haben. Mit der Häkelnadel von unten nach oben gehen wir durch. Dann holen wir uns den Faden und ziehen durch diese beiden Schlingen. Jetzt lege ich diesen Seitenteil so nach unten und den Faden hole ich dann hier raus. So soll es aussehen. Diese beiden Teile werden mit Kettmaschen miteinander verbunden und Luftmaschen. Wir ziehen jetzt an den Faden, wechseln einmal die Häkelnadel, dass das ja auch hier nichts verdreht, und macht dann eine Luftmasche. Die Schlingen, die hier entstanden sind, die von den Randmaschen, gehen wir einmal
durch, dann von den anderen Teil durch, holen uns den Faden und machen dann eine Kettmasche. Luftmasche. Dann gehen wir zu den anderen Schlingen von den beiden Seiten mit der Häkelnadel durchgehen und eine Kettmasche machen. Wieder eine Luftmasche. Das ist jetzt sehr einfach. Unter diesen Schlingen mit der Häkelnadel durch, Faden holen und eine Kettmasche machen und dann die Luftmasche. Wieder unter die beiden Schlingen durch, Kettmasche, Luftmasche. Und so verbinden wir diese beiden Teile zusammen bis hierhin. Ich habe ein Teil fast angenäht. Sieht so aus. Bin hier am Ende angekommen. Hier am Ende habe ich die 2 Schlingen und von der Seite habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier unten noch eine, die zu den Seiten gehört. Unterdurch Kettmasche häkeln, eine Luftmasche und dann häkeln wir Kettmaschen unter diesen 6 Schlingen. Wir machen aber die Häkelnadel von außen nach innen einstechen, Faden holen. Ich habe hier, ich mache hier noch eine Luftmasche. Dann, wie gesagt, Häkelnadel von außen nach innen, Faden holen und dann die Kettmasche machen. So sieht es aus. Wir nehmen jetzt den zweiten Teil und da, wo diese Schlingen sind, legen wir mit dem Teil nach unten. Also das ist die Seite, wo die Stufe war und wir haben hier dann die Kettmaschen gehäkelt. Also die Stufe guckt nach unten, nach oben und dieses Teil guckt dann nach unten und wir verbinden diese beiden Teile genauso wie davor. Also hier ist die Schlinge oder die beiden Schlingen, wo wir eigentlich die Randmasche häkeln sollen. Wir machen jetzt eine Kettmasche, verbinden dann beide Teile miteinander so zusammen, machen eine Luftmasche und häkeln dann wie gewohnt unter den beiden Schlingen gehen, Faden holen, Kettmasche und dann die Luftmasche. Und das machen wir, bis wir dieses Teil hier an der Seite angenäht haben.
Ich bin jetzt am Ende angekommen. Mir fehlt noch eine Lasche von jeder Seite. Da mache ich die auch mit Kettmasche und eine Luftmasche. Und jetzt möchte ich auf diese Seite genauso wie auf diese Seite Kettmaschen häkeln. Hier sind die 2 Schlingen und da versteckt sich eine Masche. Unter diesen beiden Schlingen gehen, also von außen nach innen mit der Häkelnadel, Faden holen und die Kettmasche häkeln. Und so häkeln wir dann bis zu der Ecke. So sieht jetzt aus. Und wir werden gleich Taschenklappe annähen und die Tasche sieht erstmal so aus. Die Taschenklappe anzunähen, müssen wir zuerst unser Faden abschneiden und auf die innere Seite zu bringen. Ich lasse ungefähr 1,5 bis 1,80 cm lang Faden, schneide ab und ziehe erstmal hier so durch. Dann, da wo die letzte Kettmasche war, von dieser Seite, also an dieser Stelle, stecke ich die Häkelnadel von innen nach außen und hole mir den Faden und ziehe das nach innen. Und einmal festziehen. Und ab hier können wir dann Taschenklappe annähen. Da meine Taschenklappe nicht ganz die Breite von der Tasche hat, muss ich natürlich gucken, an welche Seite ich das annähe. Ich stelle es fest, das war die erste Reihe, das ist die letzte Reihe und orientiere ich mich dann an diesen beiden Reihen. Nehme dann mir die kleinere Häkelnadel und dann mit den Kettmaschen häkle ich Taschenklappe dann rein. Ich mache erstmal hier den Faden rausholen. Dann nehme ich mir Taschenklappe und gehe ich in die nächste Öffnung, hole den Faden durch den ziehen und Kettmasche machen. Genauso näht ihr, falls ihr keine Lederklappe habt, so ein Teil an die Tasche. So, ich versuche jetzt weiter. Und dann die nächste Öffnung, Faden holen. Und hier einmal durchziehen. Versuch mal jetzt mit einer noch kleineren Häkelnadel
weil ich durch diese Löcher nicht durchkomme mit dem Faden. Und versucht, diesen Lederteil nicht so fest anzunähen, dass es locker angenäht wird, sonst wird das hier Leder sich zusammenziehen. So. Und dann häkle ich hier weiter mit Kettmaschen, Taschenklappe annähen. So soll das ungefähr dann aussehen. Ich mache das hinter der Kamera, weil das für mich schwer ist jetzt anzunähen. Also ich hoffe, ihr habt verstanden. So hinlegen und mit Kettmaschen dann hier annähen. Taschenklappe ist jetzt angenäht. Sieht so aus. Jetzt können wir das Endstück abschneiden. Ist ungefähr so 50 cm von 50-70 cm von dem Faden geblieben, aber ich lasse es lieber mir, als es nachher beim Annähen nicht reichen wird. Und jetzt wird dieser Faden auf der Rückseite versteckt. Also ihr zieht einfach den Faden auf die Rückseite und hier auf der Rückseite wird dieser Faden hier versteckt. Jetzt werde ich Mappenschloss befestigen. Ich muss genau gucken, wo die Mitte ist, genau wissen. Also ich habe ja so ein Mappenschloss, der auf der Rückseite diese Drahte sind. Also, oder die Stifte. Rausziehen. Dann wieder reinstecken und diese Stifte so in das oder in die Tasche reinstecken. Ich muss noch mal gucken. Also ich steche jetzt, ich gucke genau hin, wo dieses Teil reingesteckt wird. Ich steche ja dann diese Stifte durch den Stoff und von der Innenseite biege ich dann zusammen. Also ungefähr soll es später aussehen. Ich habe festgestellt, dass ich durch diesen Stoff nicht mit diesen Teilen durchkommen kann, weil der Stoff viel zu dick ist. Ich habe ja dann noch eine Alternative, da wir auch genug Endstücke haben, werden dann hier so raufgelegt. Und dann biegen wir diese Teile nach innen. Und dann befestigen wir so diesen Teil an der Tasche.
Also, wie eine Schraube ist. Dieser Teil wird jetzt dann so befestigt. Auf der Rückseite einfach Knoten machen und die Endstücken durch Faden ziehen und dann auch verstecken, genauso wie wir die anderen Endstücken versteckt haben. Dann ist Mappenschloss fertig. Die Tasche ist jetzt fertig. An den beiden Seiten habe ich Karabiner befestigt. Das sind die Karabiner, die aufgehen. Und dann habe ich hier durch den Stoff Karabiner durchgezogen. Taschengurt habe ich auch befestigt und jetzt ist die Tasche komplett fertig. Von meiner Seite war es das schon. Ich wünsche euch viel Spaß, die Tasche nachzuhäkeln. Tschüss und bis zum nächsten Mal.